Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Thomas Mann. Ein Leben von Dr. Tilman Lahme ist eine umfassende und detailreiche Biografie eines der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Auf mehr als 800 Seiten nimmt Lahme die Leser mit auf eine faszinierende Reise durch das Leben und Schaffen von Thomas Mann, von dessen Kindheit in Lübeck über seine großen literarischen Erfolge wie Die Buddenbrooks und Der Zauberberg bis hin zu seinem Exil in den USA während des Nationalsozialismus. Besonders spannend ist, wie Lahme es versteht, Manns Privatleben, seine politischen Überzeugungen und seine Entwicklung als Künstler miteinander zu verweben. Das Werk bietet neue Einsichten dank bisher unveröffentlichter Quellen sowie Interviews mit Zeitzeugen und verfolgt Manns persönliche Herausforderungen ebenso wie seine Familienstruktur und sein literarisches Selbstverständnis. Der Autor zeigt, dass Thomas Mann nicht nur ein grandioser Erzähler, sondern auch ein Mensch mit Schwächen, Zweifeln und inneren Konflikten war. Für alle, die tiefer in das Leben Thomas Manns eintauchen und sein Werk im Kontext seiner Zeit begreifen möchten, ist dies das Standardwerk, das durch lebendige Sprache und kluge Analysen besticht. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die frühen Jahre in Lübeck. Der erste bedeutende Abschnitt in Lahmes Biografie widmet sich Thomas Manns Kindheit und Jugend in Lübeck. Hier werden die familiären Prägungen beleuchtet, insbesondere der Einfluss des wohlhabenden Vaters und die kulturellen Impulse der Mutter. Die Atmosphäre des großbürgerlichen Haushalts und das Wertesystem der Kaufmannsfamilie prägen Manns frühes Weltbild und seine literarischen Ambitionen entscheidend. Die schwierige Vater-Sohn-Beziehung führte zu zahlreichen Selbstzweifeln und dem Streben nach Anerkennung, die später in vielen seiner Werke thematisiert werden. Lahme analysiert zudem, wie der frühe Tod des Vaters und der wirtschaftliche Niedergang der Familie das Gefühl des Verlusts und der Vergänglichkeit in Manns schriftstellerisches Schaffen eingebracht haben. Während seiner Schulzeit entwickelte Thomas Mann bereits erste literarische Versuche, deren Themen Heimat, Identität und gesellschaftlicher Wandel später immer wiederkehren werden. Somit legt Lahme die Grundlage für das Verständnis von Manns künstlerischer Identität und Motiven, die sein ganzes Werk durchziehen. Zweitens. Der literarische Durchbruch. Die Buddenbrooks. In diesem Abschnitt beschreibt Lahme, wie Thomas Mann mit seinem Roman Die Buddenbrooks zu einem der wichtigsten Schriftsteller seiner Zeit wurde. Zunächst wird auf die Entstehungsgeschichte des Romans eingegangen, die durch autobiografische Elemente und detailverliebte Beobachtungen besticht. Die Buddenbrooks sind nicht nur ein Familienroman, sondern geben Einblicke in den Verfall einer ganzen Epoche und Gesellschaftsschicht. Lahme erklärt, wie Mann die Bürgerlichkeit zum literarischen Thema erhebt und dabei innovative Erzähltechniken einsetzt, um den Zerfall einer Familie im Spiegel des gesellschaftlichen Umbruchs sichtbar zu machen. Der internationale Durchbruch und die Verleihung des Nobelpreises festigten Manns Status als Weltliterat. Nah an den Quellen rekonstruiert Lahme Manns Arbeitsweise, seinen Perfektionismus und den Einfluss von Vorbildern wie Goethe und Schopenhauer. Der Erfolg dieses Romans schuf die Basis für Thomas Manns spätere kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Kunst. Drittens. Politik, Exil und Widerstand. Die politischen Umbrüche in Deutschland und die Machtergreifung der Nationalsozialisten markierten einen Wendepunkt im Leben Thomas Manns. Lahme legt eindrucksvoll dar, wie Mann schon früh die Gefahren des Nationalsozialismus erkannte und sich, trotz anfänglicher Unsicherheit, klar gegen das Regime positionierte. Diese Phase war geprägt von innerer Zerrissenheit, denn Mann musste aus Deutschland emigrieren und fühlte sich entwurzelt. Im Exil, zunächst in der Schweiz, später in den USA, wurde er zur moralischen Stimme der deutschen Emigration und setzte sich öffentlich gegen Hitler und den Faschismus ein. Besonders hervorzuheben sind Manns Reden auf BBC und seine Essays, in denen er für Demokratie, Humanität und den Wert der Freiheit plädierte. Lahme zeigt, wie schwer diese Zeit des politischen Engagements auf Mann lastete und wie sie sein Werk und seine persönlichen Beziehungen beeinflusste. Die Standhaftigkeit gegenüber politischen Krisen und der Mut, sich öffentlich zu positionieren, prägten Manns Image bis heute.
Viertens. Familienleben und persönliche Konflikte. Lahme versteht es, faszinierende Einblicke in das komplexe Familienleben Thomas Manns zu geben. Die Familie war für Mann stets eine wichtige Inspirationsquelle, aber auch ein Ort großer Spannungen. Besonders die Beziehungen zu seinen Kindern und zu seiner Frau Katja werden vielschichtig dargestellt. Die Mann-Kinder gingen sehr unterschiedliche Wege, oft abseits des väterlichen Vorbilds, was zu Konflikten führte. Manns Homosexualität und sein Kampf zwischen bürgerlichen Konventionen und eigenen Neigungen sind Teil seines inneren Zwiespalts. Lahme beleuchtet, wie diese Ambivalenzen kreative Prozesse anspornten, aber auch zu persönlichen Krisen beigetragen haben. Auch der Einfluss von Manns Geschwistern, etwa Heinrich Mann, selbst ein bekannter Autor, wird herausgearbeitet. Die familiären Bindungen und Konflikte waren Grundlagen für viele literarische Motive, insbesondere für Themen wie Rollenbilder, Loyalität und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Erwartungen. Schließlich das Spätwerk und literarisches Erbe, der letzte große Themenkomplex, beschäftigt sich mit der späteren Schaffensphase Thomas Manns und seinem literarischen Nachlass. Lahme analysiert Werke wie Der Zauberberg, Joseph und seine Brüder sowie Dr. Faustus, in denen Mann komplexe politische, philosophische und künstlerische Fragestellungen bearbeitet. Besonders beeindruckend ist, wie Mann historische Stoffe als Spiegel seiner Gegenwart nutzte, um zeitlose Fragen nach Schuld, Moral und Identität zu stellen. Lahme würdigt dabei auch Manns Rolle als öffentlicher Intellektueller und Literaturvermittler, der bis ins hohe Alter Stellung zu aktuellen Diskussionen bezogen hat. Der Einfluss Manns auf die Nachkriegsliteratur und seine Bedeutung für die weltweite Literaturgeschichte werden durch zahlreiche Zitate, Analysen und Rezeptionen unterstrichen. Das Kapitel hebt hervor, wie Manns Bücher bis heute in ihrer Vielschichtigkeit und gesellschaftlichen Relevanz aktuell geblieben sind. Zusammenfassend: Thomas Mann. Ein Leben von Tilman Lahme richtet sich an alle, die sich für Literatur, Geschichte und das Schicksal einer der faszinierendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts interessieren. Das Buch eignet sich besonders für Leser, die mehr als eine klassische Autorenbiografie suchen. Lahme bietet einen vielschichtigen Zugang zu Thomas Manns Werk, Denken und Lebensumständen. Sowohl Studierende und Forschende als auch alle, die sich für gesellschaftlichen Wandel, Psychologie und politische Verantwortung begeistern, werden hier fündig. Der Mehrwert dieses Buches liegt in seiner Detailfülle und in der gelungenen Verbindung von Erzähllust und kluger Analyse. Wer das literarische Erbe Manns besser verstehen will, erfährt viel über die Entstehungsgeschichte seiner Romane, über seine moralischen Überzeugungen und seine persönliche Entwicklung im Spiegel einer bewegten Zeitgeschichte. Im Unterschied zu anderen Biografien überzeugt Lahme durch einen modernen, zugänglichen Stil und durch einen kritischen Blick auf Quellen sowie neue Einblicke aus bislang unbekannten Dokumenten. Dieses Buch hebt sich deutlich von älteren Werken ab, da es nicht nur den großen Schriftsteller, sondern vor allem den Menschen Thomas Mann in seinen Stärken und Schwächen zeigt. Es regt dazu an, über das Verhältnis von Kunst, Politik und persönlicher Identität nachzudenken und bietet somit nachhaltigen Gewinn für alle, die sich mit Literatur und Kulturgeschichte beschäftigen. Wer ein umfassendes Porträt eines der bedeutendsten Autoren unserer Zeit sucht, sollte zu dieser Biografie greifen. Wenn Sie unterstützen möchten, Dr. Tilman, Dr. Lahme, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.